Herzlich willkommen. Absolut geiles Zeug. Der Ralf ist am Schraub. Mamma mia. Gerade als erstes fangen wir an. Der Mo Factory 503 Dreigangmotor aus dem vollen gefrästen Aluminium. Das kennen wir vom Buba. Dort natürlich ein bisschen mit einem kastrierten, ich sage mal, das war ein normaler Aquazylinder. Aber das ist ganz eine andere Story. Da hat er rund 80 Kubikzylinder drauf. Der Kopf ist auch selber gefräst von ihm. Das ist ein Membranzylinder, was natürlich sehr viel Power unten raus gibt. Und der Ansaugstutz, den hat er so hergestellt, auch eine Eigenproduktion von ihm, dass alles schön unter die Tube passt. Das kann ich euch mal schnell zeigen. Von außen, wenn das drauf ist, da siehst du nichts. Natürlich, da oben da haben wir Kupplung und Schaltwippe. Ist natürlich eine Doppelzugschaltung, weil es ist ja wie überall ein Problem, bei der Sache auch. Bei hohen Drehzahlen ist einfach das Problem zum Gänge bringen, oder? Und Doppelzug, da ist das natürlich gegessen. Da Müller ist das Zeug einfach rein, es ist wirklich absolut herrenmässig. Da ist jetzt eine HPI-Zündung montiert, ein 17er Vergaser und der braucht sehr, sehr viel Luft. Die Zylinder fahren jetzt normalerweise so über 20 sicher, ich glaube sogar 24. Also das ist noch, wenn man so sagen darf, kastriert. Das ist sehr langlebig, die Motoren sowieso. Das ist eine unheimlich geile Sache, die der Fabio da macht. Das ist jetzt genau etwas für Glamsec 101 zum Beispiel, also wirklich nicht für den Straßenverkehr geeignet, weil gerade mit diesen Bremsen etc. ist das natürlich eine heikle Geschichte, weil das läuft richtig bösartig. Dieses Jahr sind die Töffel noch nicht so extrem, noch ein bisschen die geschmeidige Variante, aber hat natürlich Potenzial nach oben. Genau mit so etwas, wie da hinter mir ist. Ich bin natürlich auch so etwas dran für mich. Ganz klar, das muss ich haben, wenn etwas richtig geil ist, dann muss ich das haben. Die einen sagen, das ist nicht ganz günstig. Ich sehe es aber immer ein bisschen im Verhältnis. So ein Motor, wenn man zuerst einfach mal die Grundlage hat, kostet schon ein paar hundert Stutz. Wenn man das alles umbaut auf Dreigang, dann hat man zwar einen Dreigang, aber das Innenleben ist halt einfach etwas anderes. Das sind einfach alles richtige Lager. Richtig grosse Lager, richtig stabile Geschichten. Ich würde sagen, wir schrauben das Ding zusammen und dann schauen wir, ob das Teil läuft. Also ganz klar, es gibt natürlich noch ein paar Sachen, wie jetzt der Auspuff, den man anpassen muss, dass er wirklich spannungsfrei montiert ist etc. Die Schwingenverstärkung finde ich etwas relativ Wichtiges. Klar, wenn man natürlich 70 Kilo auf die Waage legt, dann ist das nicht ganz so tragisch, wie wenn man 100 oder mehr sogar auf die Waage legt, weil natürlich, wenn die Beschleunigung kommt, dann reißt es einfach viel mehr an dem Ganzen, je schwerer das ganze Gefährt ist mit dem Fahrer. Ich finde es grundsätzlich sowieso gut, wenn man die Schwingen verstärkt, gerade bei so bösem Zeug sowieso. Also Plug and Play im weitesten Sinn ja, aber man muss natürlich schon noch eine Werkstatt haben, man muss können schweissen, vielleicht noch ein bisschen drehen. Aber ich kann noch sagen, ich bin beim Fabio ich bin mit so einem Ding gefahren, das ist jenseits von Gut und Böse. Also gerade mit dem Hubraum natürlich, da hast du einfach Leistung ohne Ende. Einfahren 4%, die Nickel-Zylinder, das ist jetzt sehr, sehr gäbig, also das verzeiht sehr viel, aber trotzdem die ganzen anderen Lager, also Kurbelwellen etc., Pleuel, Oberes, Unteres, Nadellager und so weiter, das muss halt einfach wirklich genug Öl haben, gerade am Anfang, bis das ein bisschen eingelaufen ist, weil, ihr müsst euch vorstellen, die Oberflächen, die sind schon geschliffen und alles, aber 100% rund zum Beispiel, oder das ist einfach sozusagen nie. Und genau das ist ja der Einlaufprozess, dass ich das alles kann, quasi einfach gesagt aneinander gewöhnen. Ich will jetzt auch noch mal sagen, nehmt gutes Öl. Darf man sagen, Landiöl ist einfach wirklich nichts. Nehmt das nicht, es ist zwar auch billig, aber geht auf die guten Marken, irgendwie Midland, Castrol etc., Roxor, all das Zeug, das verhebt. Motorex selbstverständlich, das verhebt alles, spart dort nicht. Weil wenn ihr dort beim Öl spart, dann kann es einfach richtig, richtig teuer werden und wir sehen das leider immer wieder, dass einfach wirklich der Schmierfilm abreißt und dann ist alles am Arsch. Ja, super! Uta! Ja, Jetzt! Oh, first! Also, der Hang mit dem Gas, das ist jenseits.
darf man nicht unterschätzen, es ist wirklich noch brachial mit 3 Gängen. Also den ersten Gang, den brauchst du eigentlich nicht. Der erste Gang, das ist, ich weiss ich für was, da kannst du alles anhängen und noch ziehen. Der ist jetzt natürlich nicht fein abgestimmt, nicht, aber man muss irgendwo anfangen. Das heisst, ich fahre jetzt mal schnell eine Runde und dann kommt nachher der ganze Prozess mit dem Abstimmen. Also, Vorsicht! Es ist einfach, es ist jenseits. Das ist brutal. Mal schauen. Vielleicht gehen wir mal auf den Prüfstand mit dem Ding. Das würde mich selber noch wundern. Also gut, dann mache ich da weiter. Und dann kommen wir mit, wir gehen zum Marco. Herzlich willkommen bei mir. Ihr seht, ich bin wieder einmal an einem Motor dran. Das Mal ist ein bisschen etwas Spezielles. ZA50, das ist der Puch Zweigang-Automat. Den Motor machen wir eine Komplettrevision, so wie ihr es kennt von uns. Alles zerlegen, alles neue Lager. Die meisten kennen den 350-Motor, das ist eine relativ einfache Geschichte. ZA50 ist dann schon noch etwas anderes. Ihr seht, die Lager habe ich schon alle rausgenommen. Ich habe die Lagersitze schon alle gereinigt. Die Oberfläche, die Dichtflächen haben wir abgezogen. Und jetzt könnt ihr hier mal reinschauen. Der Puch hat sich hier, glaube ich, wahnsinnig austoben, weil nicht eins gleiches Lager bei denen. Also die Schulterlager sind verschieden, alles verschiedene Simmering. Also da braucht es wahnsinnig viele verschiedene Lager. Aber es gibt lässige Lagerset, wobei ist auch nicht alles komplett, habe ich gemerkt. Und das da kommt da jetzt alles wieder drin. Fertig! Ihr seht, hier habe ich eine Auslegeordnung gemacht. Macht das auch, wenn ihr so einen Motor zerlegt. Vor allem bei den Automaten schaut wirklich drauf auf die Kupplungen. So wie ihr es rausnimmt, tun sie richtig herlegen und bauen es wieder so ein. Weil wenn ihr diese Dinger verkehrt einbaut, kann sie das entweder der Erstgang oder der Zweitgang nicht tun. Und das ist dann blöd, weil ich nämlich alles wieder auseinandernehmen. Dann zwischendrin wieder mal ein Handbuch führen. Die Reihenfolge, die muss ganz genau stimmen. Also das heisst, da die kleinen Scheibli, da die Zwischenscheibli, die müssen alle ganz genau wieder drin sein, sonst funktioniert es nicht. Also da muss man sehr genau arbeiten. Und man muss die Sachen auch einmessen im Getriebedeckel, weil im Getriebedeckel hat es wieder 2 Lager. Erstens mal eine Kurbelwelle und zweitens der da hat es auch noch ein kleines Lagerchen, das hier drauf drin läuft. Und das muss auch ganz genau ausdistanziert sein und für das könnt ihr das Handbuch nehmen. Dort drin steht auch die Toleranzen, die wir einhalten mit dem Maß. Wichtig ist, auch immer die Dichtung drauf vorlegen und mit der messen, weil sonst verarscht es euch nämlich. Dann habt ihr alles super eingestellt und ausgeschrieben und nachher die Dichtung drauf, dann passt es nämlich wieder nicht. Das Witzige ist, oder? Ich sehe da, das ist die Innerei vom Motor. Also, einfach gesagt, so kennt man sie her, oder? So kommt er zusammen. Und in dem Mittelteil, nebst der Kurbelwelle, ist einzig und allein nur das drin. Also, wenn ihr vorstellt, so, nur das ist drin. Der Rest der Musik, der ist alles hier drin. Das ist die Kurbelwelle von dem Ding, oder? Also da könnt ihr dann die Schulterlager drauf. Und alles das, was ihr hier seht, das, ist alles hier drauf. Also beide Kupplungen habt ihr hier drauf. Das ist eine Anlasserkupplung. Das ist alles auf ein Ding. Das ist so ein Ausrücklager. Das, wenn man das Töpfchen anlässt, dann tut das hier ausrücken und drückt dann hier drauf. Und das gibt dann hier den Kraftschluss. So. Und so lässt man dann das Töpfchen an. Darum Töpfchen abstellen, nie an dem. Todsünde. He? Jetzt haben wir bei dem gerade noch ein kleines Problem gehabt. Das hier ist eigentlich verpresst. Jetzt ist aber das Ding rausgefallen. Also auseinander gewesen. Dementsprechend hat es da schon ein bisschen Spiel gehabt und gewisse Spuren. Das Teil allein, Versuchflex, 200 Franken. Ja, da müsst ihr halt schon noch ein bisschen schauen. Und jetzt haben wir gesagt, ja, weißt du was? Jetzt haben wir hier ganz klein, ein bisschen verschmolzen mit dem Tick.
im Drehbank wieder ein ganzes Häufchen genommen, dass wir wieder eine gerade Fläche haben. Und jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen ein anderes Maß, oder? Und dementsprechend muss ich jetzt natürlich wieder anpassen. Das heisst, das Scheibli muss ich hier wieder ein bisschen mehr drauf tun, weil sonst klemmt hier nämlich die andere Kupplung wieder. Gut. Jetzt habe ich alle die Lager hier. Dann Kurbelwellen einmessen. Dann kann ich nämlich den mittleren Teil den kann ich dann gerade schon zusammenstecken. Und dann kommt der Teil vom ganzen Getriebe. Dann tue ich das ganze Getriebe mal alles einsetzen, dann tue ich es ausmessen und dann kann ich das Getriebe zutun. Und dann ist eigentlich der Motor nachher dann fertig, wieder parat zum Einbauen. Gut, ich hoffe, ich habe euch etwas zeigen. Dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und bis ein anderes Mal.